Herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali, und in unserem Kanal dreht sich alles um unseren Garnen, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo meine Lieben, vielen Dank, dass ihr heute unseren Kanal eingeschaltet habt. Ich bin heute mit Kerstin Rita. Hallo Kerstin. Hallo Paul. Kerstin Rita ist eine sehr erfolgreiche Designerin. Ja, und Dankeschön. wir haben sie hier extra eingeladen, weil sie auch viele Designs mit unseren Garnen gestrickt hat. Und wir möchten auch ein bisschen mehr über sie erfahren. Ja, Kerstin, wo fangen wir an? Erzähl mal erstmal, woher du genau kommst und was hast du vor deinem Designleben gemacht? Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ich bin bekennendes Pasquali-Fangirl und ich komme aus dem Schwarzwald. Ich wohne in Süddeutschland mit meiner Familie und es ist sehr ruhig dort, sehr idyllisch mit viel Grün. Und ich habe eigentlich immer gestrickt, bis ich dann verheiratet war und Kinder bekommen habe. Und da, wo andere loslegen mit Babykleidung stricken, habe ich komplett aufgehört. Ich habe 20 Jahre fast überhaupt keine Stricknadel in der Hand gehabt. Völlig unvorstellbar heute. Und ich glaube, so 2018 habe ich dann wieder angefangen mit einem Schal und dann habe ich gemerkt, es macht ja wieder Spaß. Ja, und dann kam es eins zum anderen mit dem Lockdown, dass halt dann einfach viel Zeit da war, viel Inspiration auf Social Media und du hast plötzlich Wolle gesehen, wo du gedacht hast, wow, wo kommt es her? Was ist das für ein Garn und was für eine Marke? Und so kam so eins zum anderen. Und dann habe ich angefangen, wirklich jeden Tag zu stricken und hing dann jeden Tag an der Nadel. Und ja. So, und wann hast du gesagt, okay, jetzt möchte ich auch Designerin werden? Also du hast erstmal für dich gestrickt, du warst aber schon auch in Social Media aktiv, Ja, bevor du dein erstes Design rausgebracht ja. hast. Also ich habe ja früher auch viel gearbeitet und habe das eher hobbymäßig betrieben, Social Media mal gezeigt, was ich gestrickt habe und habe dann eigentlich auch schon viele Follower gehabt, weil das wohl auch ein Style ist, der vielen gefällt. Und und dann hat Ende 22 hat sich ergeben, dass ich meinen Job aufgegeben habe und mich dann wirklich voll und ganz darauf konzentriert habe, doch wirklich mal zu probieren, wie es ist, ein eigenes Strickdesign auf den Markt zu bringen, ob das läuft. Ich hatte natürlich auch etwas Bauchweh, weil man weiß ja nie, wie sowas Ja, ankommt. klar. Und ja, Ist aber gut gelaufen, wie man sieht. ja, es ist es ist gut gelaufen, gut angelaufen, ja. Und ich erinnere mich, so wie ich auch mit Kerstin in Kontakt kam. Und zwar, wir haben eine sehr gute Kundin in Österreich, in Wien. Das ist die Diana von Laniato. Und ich habe gesehen, die Laniato bestellt jetzt Menge von Saphira. Und ich dachte, was ist hier los? Warum jetzt plötzlich so viel Saphira? Und ich habe mich dann bei Diana gemeldet und er sagte, Herr Hommer, die ist der Knaller. Die Kerstin, der Knaller, hat mir gezeigt, du hast einen Schal rausgebracht. Das war so eine Kooperation mit ihr. Ja. Ich glaube, sie hat dir das Ganze für gestellt und du hast ein Design Von gemacht. ihr Design, es war ihr Design. Ah, das war ihr Ja, Design genau. und du hast ihn nachgestrickt. Genau, so, und mit Saphira. Und das, und dann sag ich, ja, da musst du auch die Kerstin auf jeden Fall kontaktieren. Und so kamen wir auch erstmal. Ja, genau. Hast du einen Schein hier, glaube ich, oder? Ja, ich habe ihn hier. Also wir waren mit der Familie in Wien in den Osterferien. Da war ich natürlich im Laniato in Wien. Ein tolles Geschäft, ja. Das war also das, was ich auf jeden Fall machen wollte. Der Rest war so nebensächlich. Also wir haben viele Sachen gemacht, aber Laniato war auf dem Plan. Und da habe ich die Diana kennengelernt und ganz liebe Grüße zu dir, falls du zuschaust. Es ist wirklich ein Schatz. Also sie ist so lieb und kennt sich natürlich auch super aus. Und Ja, in dem sie ist Laniato toll. gibt Sie es halt sie liebt, gar was sie nicht. macht. Ne? Ja. Man merkt sofort. Ja. Und dann hat sie mir die Saphira in die Hand gedrückt und ich dachte mir, wow.
Und dann hat sie den Livia-Schal designt und verkauft und hat mich gefragt, ob ich aus der Saphira für sie ein Modell stricke. Und so kam das dann und den habe ich gezeigt und der ging durch die Decke. Ja. Es ist auch ein tolles Design, ein toller Schal. Und ich habe dann ein Jahr später, das ist aus 23, der Nazaré-Schal, also das ist ein großes Dreieckstuch, ebenfalls aus der Saphira. Es ist wirklich eins meiner Ja. Lieblingsgarne. Ja, hast du mir Und erzählt. Gestern waren wir essen mit Kerstin und hatte mir erzählt über ihre Begeisterung andersrum. von, Ist andersrum. von Saphira. Und es Ja. ist wirklich ein tolles Garn. Also das ist, es ist eine Mischung von ultrafeiner Merino-Wolle, GOTS-zertifiziert und Maulbeerseide. Ich sage immer, auch die Kerstin hat mir gestern erzählt, was machen wir mit Saphira, weil viele kennen das gar noch nicht. Das ist nicht ein sehr bekanntes Garn von uns, wie Pinta oder Mohair Ja, ja. Bliss, wo man sagt, Pinta Pasquale, ich kaufe es. Und Saphira ist noch nicht richtig entdeckt worden. Ja, Was sehr, wenn dann, sehr schade ist. Und also der Schal, also dieses Dreieckstuch ist jetzt 2 Jahre alt. Und ich habe den wirklich oft an. Das ist der 3. Winter jetzt, wo der getragen wird. Ich meine, schwarz passt für mich natürlich zu vielem. Aber Leute, also vielleicht Saphira, kann man vielleicht sehen, das ist so eine schöne Flausch, hat, aber kein Peeling. null. Null Peeling. Gar nichts. Und also ich wasche die Sachen in der Waschmaschine, aber ja, vielleicht einmal im Jahr. Weißt du, wie ich meine? Das Ja. ist, bevor der Winter anfängt, kann es sein, dass ich dann einfach die Sachen nochmal in die Waschmaschine mache und dann, also ich wasche, und bisher ist immer alles gut gegangen, in der Waschmaschine mit einem gescheiten Wollwaschmittel und dann, also das kommt super raus. Ich liebe die Saphira. Ja, vielleicht testet ihr es auch mal. Also ich sage, mit so einem Design läuft das Garn super. Die Wollgeschäfte verkaufen das auch sehr gut. Ich würde mich freuen, dass Saphira so, da die Leute das mal Ja. die Möglichkeit haben, das einmal Ja. zu testen für ein kleines Design. Und da wird man sehen, das ist schon ein Unterschied. Und das ganz Besondere bei dem Garn ist ein Kammgarn. Ganz gut erklären, also die Kammgarne, da werden die Faser in der Produktion in eine Richtung auch so eingerichtet und dann wird versponnen. Bei der Maulbeerseide, das ist eine Monofilamentfaser, das ist quasi eine unendliche Faser, beziehungsweise so lang wie ein Kokon, mehrere tausend Meter lang. Die wird so geschnitten, erlange der Merino-Wolle, dann haben die gleiche Lauflänge, da wird dann versponnen, dann, weil es so perfekt und eingerichtet ist. Kleine Produktion ist etwas teurer und ein bisschen mehr Arbeit als bei anderen Garnen. Aber dann fuselt das gar nicht, das Bild nicht, weil man kennt das schon von Maulbeerseide oder normale Seide, dass die Teile normalerweise beginnen zu fuseln oder zu peelen. Und hier siehst du gar nicht und hat so eine ganz kleine Flausch. Also wenn du das nicht sagst, dann würde ich sogar denken am Anfang, nicht von Anfassen, weil von Anfassen ist sehr weich, aber kühler. Aber sonst würde ich sagen, ist Kaschmir. Absolut. Also absolut vom Anfassen her, vom Traggefühl her, könnte da Kaschmir mit Ja. auf jeden Fall drin sein. Man Ist merkt, es aber dass es nicht. schwerer ist, Ja, ne? ja. Durch die Seide und Merino. Vielleicht machen wir irgendwann noch einmal ein Design Sehr daraus, ne? Weil die magst du Also gerne. ich Ich brauche hoffe, auch einen Schal. Und dein Mann glaub ich auch. ja. Mein Mann musste gestern ohne Schal rumlaufen. So ist bei uns immer, ne? Ja, Ja, aber wir haben, okay, genau, und so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich sie kontaktiert und bis dahin hattest du genau erstmal kein Design Genau. wir haben kein Design zusammen gemacht und da kamst du zu uns mit deiner Idee. Und Ja. zwar, du wolltest auch Merino, Baby und Manada, was wir hier auch für euch vorbereitet haben, was stricken und du hattest dein Design auch einmal mit einem Pasquali-Kombi und einmal mit einer anderen Firma auch zusammengestrickt. Und dann sprechen wir ein bisschen dann über diese Kombi, weil du hast danach auch mehrere Modelle ja, aus diesen beiden Garnen gestrickt. Und dann vielleicht zeigst du uns das erste Modell. Oder das, was du anhast eigentlich, ne? Oder ja. mal Also einfach ich das. Okay. fange mal an mit dem ersten Modell, wo Ja, ich halte das. Kannst du mal. wo aus eurer Wolle ist. Und das ist eben Merino Baby und Manada, der Aria Polunder. Und auch
der ist 3 Jahre jetzt fast alt und wird gut getragen. Und man sieht einfach, da ist kein Peeling, da ist nichts. Also das ist nach wie vor in Form. Ich mag halt, also Nadel 4 bis 4,5. Ja. Am besten 2 Garne, die sich schön ergänzen, wo jetzt zum Beispiel wie hier auch einfach die 2 Farben zusammenpassen oder auch meliert gewählt werden können, dass du nicht so Ton in Ton bist, sondern vielleicht einfach auch ein bisschen heller, dann der Farbton rauskommt, ein bisschen melierter. Ich mag Qualität. Ich bin natürlich jetzt nicht bereit, wahnsinnig ein Vermögen auszugeben, aber wenn die Qualität stimmt und der Preis vielleicht ein bisschen höher ist, dann stimmt es für mich und dann ist es preiswert. Und Weißt das, du, das hält aus länger, ne? Was bringt es dir, ist wenn der es jetzt, Preiswert, ja. genau. Und die Stunde, die man da dann sitzt, ne? Ja, absolut. Ich meine, wenn ich den Polunder aus einem anderen Garn stricke und ich kann ihn nach einem halben Jahr nicht mehr anziehen, weil das einfach, war es dann günstig oder nicht, gell? Und da überzeugt halt bei Pasquali sowieso absolut die Qualität. Und ich finde auch gerade die Manada hier zum Beispiel, also wenn ich das mal so, es hat 45% Mohair. Also Ja. das ist absolut was, wo ich sage jetzt mal, da kratzt überhaupt nichts. Zusammen mit Maulbeerseide, Jack ist ja auch wahnsinnig weich. Ja. Und Seide und dann noch 15% Schurwolle, ist das ein Garn, was in sich wirklich unglaublich weich ist. Auch da, Ja. finde ich, könnte Kaschmir drin sein vom Ja, Feeling also her. das ist, damals haben wir das Garn hier rausgebracht. Ich wollte ein Mohair-Garn eigentlich für Leute, die kein Mohair mögen. Ja, Ja, genau. das war so, weil Mohair-Seide, klassische Mohair-Seide hatte jeder quasi und ich wollte was anderes haben, was die auch. Und ich dachte, gut, vielleicht ist das ganze Mohair-Geschichte nur ein Trend, die mal schnell vorbeigeht. War nicht so. Hatte, glaube ich, 10 Jahre noch gehalten oder noch länger. Und ich habe das nicht gemocht, wenn er so langhaarig war Ja. und er gepickst hat. Oder von vielen Kunden habe ich auch Berichte bekommen, dass beim Stricken auch so viel hart. Und das wollte ich nicht, weil das würde auch unser Sortiment nicht gut tun. Und dann kam diese Zusammensetzung. Und klar, durch diese weniger, es ist flauschig, aber nicht so flauschig wie eine klassische Mohair-Seidengarn. Dann haben mir auch die ersten Kunden gesagt, ja, du machst den Kaschmir, teste mal das. Und die waren begeistert und die Ja. sind bis heute noch Fan geworden. Die kaufen als Alternative, wenn es nicht so ein Alpaca Lace ist als Beilaufgarn, dann Ja. nehmen die Manada. Ja, Ja? ja. Und dann die Merino Baby. Es ist super. Ja. Also es ist natürlich zum einen eine perfekte Ergänzung zur Manada, aber auch alleine verstrickt. Ich meine, es sind 100% Schurwolle, Bio, Merino. Es ist wirklich ultra weich. Und also ich verstricke die beiden Garne mit Vierernadel. Ich stricke sehr locker, also 4 oder 4,5 für euch. Und die Merino Baby alleine mit 3,5, würde ich sagen, 3,25. Gibt ein super schönes, gleichmäßiges Maschenbild. Also kann man Ja. wirklich ganz viel machen. Und die Merino kannst du auch in der Waschmaschine waschen. Ich Ja. weiß, sie waschen alles in der Waschmaschine, aber das dürfen wir auch nicht empfehlen, wenn die Ja, wirklich ja. nicht dafür bereit ist. Und die Merino Baby ist tatsächlich mit Lanasin behandelt. Ja, das ist auch ein nachhaltiger Prozess mit Enzymen. Ja. Ja, und das ist ohne Chlor, also da konnte sicher sein, dass auch für die Umwelt keine Belastungen entstehen. Und auch für Kindermodelle Modelle ist auch super, ne? Dass man öfter in der Maschine waschen muss. Und Ich finde bei euch halt auch bei Pasquali sehr toll, dass ihr so auf Nachhaltigkeit Wert legt, dass ihr wirklich auch die Prozesse nachvollziehen könnt. Wie geht es den Tieren? Wo wachsen die auf? Wo werden die geschoren? Du besuchst ja auch, habe ich auf Ja. deiner Webseite gesehen, du besuchst ja auch die Bauern vor Ort und guckst, dass es denen gut geht. Also ich finde es beeindruckend. Ich meine, wer macht sowas? ja, Ne? sag ich mal, ich bin auch die erste Generation der Firma. Ja, Okay. manchmal Ja. bei Firmen, wo viele Generationen sind, da geht auch ein bisschen verloren. Und wir können diese Transparenz gut zeigen. Also wir wissen, wo die Faser sind, wo die Tiere sind, wo die Faser verarbeitet werden, wo gefärbt wird. Also wir kennen das ganze Prozess und das geben wir auch weiter. Also jetzt sind wir teilweise, damals wollten wir keine Zertifikate haben, wir sind aber gewachsen
Und dann haben wir uns entschieden, auch die meisten Garne zu zertifizieren, sodass ihr auch eine Bestätigung bekommt, dass tatsächlich jemand andere das nochmal drüber prüft, obwohl meine Standard höher sind als diese Standard. Ne? Also dein Standard, wenn du hingehst, ist höher eigentlich, wie auf dem Zertifikat steht. Ja, also die Zertifikate wollen nur Dokumenten sehen, ist tatsächlich, kommt von dort, aber wie der wirklich vor Ort ist, dann möchte ich auch selbst mal einmal gesehen haben. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht, das habe ich auch durch deine Website erfahren, dass viele kleine Farmen, kleine Bauern, die scheren, die haben dieses Geld einfach gar nicht, um da ein Zertifikat zu erwerben. Und deshalb ist aber die Qualität nicht schlechter, gerade bei kleineren Farmen, wie die Tiere aufwachsen und so. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass du dann sagst, das Zertifikat ist mir nicht wichtig, ich möchte wissen, dass es den Tieren gut geht, dass die Qualität stimmt und so. Ich wollte auch Das damals ist, auch diese Möglichkeit geben, auch dass die kleinen Farmen auch ins Geschäft kommen. Finde ich super. Meine Grundidee war erstmal mit Argentinien zu arbeiten. Hat es nicht geklappt, aus politischen Gründen dort. Aber damals, wir haben extra sogar kleine Farmen ausgesucht. Die mittlerweile sind aber mitgewachsen. Das heißt, viele haben eigene Zertifikate, weil Super. ne, wir sind nicht allein gewachsen. Also, und auch mit dieser Transparenz, woher das alles kommt. Klar, dann kommen auch andere, die sagen, guck mal, da kann man auch doch produzieren. Das war so eine Win-Win-Situation. Und jetzt haben wir viele Zertifikate, also bei den Merino Babys ein GOTS-Zertifikat, also das ganze Garn. Hier ist das RMS und RWS, also die Volume Mohair ist zertifiziert, die Meridian zertifiziert und das ganze Garn komplett auch. Ne? Ich schreibe unten in der Beschreibung auf jeden Fall eine Liste, alle Farbnummern schreiben wir so eine Liste und auch über die Designs, die wir reden, da werden wir auch unten verlinken. Aber kannst du mal sagen, wo kann man auch deine Stickerleitungen kaufen? Also meine Strickanleitungen gibt es in Deutsch und Englisch auf Ravelry und auch auf meiner Website www.kerstinritter-nitz.de. Dort gibt es auch Strickzubehör, die Tutorials sind hinterlegt, die Videos und es gibt auch einen Einblick zum Leben meiner Teststrickerin, den tollen Ritterknitters. Da sprechen wir nochmal darüber. Okay. Ja, über die Damen kann man gerne sprechen. Also es ist Ravelry oder kerstinritter-nitz.de. Wir verlinken das unten. Gerne. Freue ich mich. Genau, wir waren jetzt hier. Welche Farbnummer hast du jetzt da? Ich glaube, das ist blaue Hortensie, Ja. 316 und 216. Ja, dann haben wir hier Rosenquarz, die 311 Merino Baby und die 211 bei Manada. Also bei der Manada und dem Merino Baby ist auch sehr einfach, die Farbe herauszufinden, weil bei einer ist immer mit 200 und die anderen sind 300. Also wenn es in Manada 211 ist, der passende Farbe von Merino Baby ist 311. Aber man muss auch nicht immer Ton in Ton stricken, das heißt, man kann auch kombinieren. Dann können wir jetzt schon mal das schöne Design zeigen. Genau, das ist der Sansa-Sweater, auch aus 2023. Er wird von unten nach oben gestrickt, aber in Runden. Also es wird nur oben quasi die Schulter dann zusammengenäht, die Ärmel werden dann Maschen aufgenommen und von oben nach unten gestrickt. Hat ein tolles Zopfmuster einfach mit einer schönen Hebemasche dazwischen, einen tollen Ausschnitt. Da gibt es 2 Alternativen in der Anleitung. Und genau, das ist der Sansa-Sweater. Sehr gemütlich, sehr kuschelig von der Farbe her. Ich trage den wirklich oft. Schön, auch die Farbe Mit passt. Bluse drunter, ohne Bluse. Also ich trage einfach gern Blusen, aber geht auch ohne. Und ja, zu Jeans, zum Rock, wie auch immer, passt. Ja, tolles Design. Da hast du auch noch da im Braun. Das ist der Aria-Polunder, genau. kurz, Und das ist im Prinzip die Merino Baby in dunkelbraun, aber mit einem dunkleren Manada. Aber man könnte es trotzdem zusammennehmen, weil es wird dann einfach ein bisschen changierend vom Farbton, was viele toll finden und was auch sehr, sehr schön aussieht. Da kann man sich vorstellen, auch, dass 2 Garne drin sind. Ja, genau. Das ist ein Erkennungsmerkmal. Ja. Und wie gesagt, also es ist mein erstes Design aus März 23. Du siehst es dem nicht an, dass der Polunder schon fast 3 Jahre alt ist. Ne? Also ich bin da sehr happy mit der Kombi und habe dann deshalb gleich noch eins gestrickt, nämlich das, was ich anhabe. Genau, und das ist hier, die Kombi habe ich hier nicht, aber das ist die Himbeerrot. Himbeerrot, eine Wahnsinnsfarbe, finde ich. Das ist der Rose V-Neck, der wird von oben nach unten gestrickt mit dem schönen V-Ausschnitt, der gleich mit dran gestrickt wird und mit kurzen Armen.
Ich mag das einfach gern, wenn man dann die Bluse oder ein Longsleeve noch drunter sieht. Und passend dazu, Die auch vor kurzem auch veröffentlicht wurden. Ne? genau, sind die Rose Fingerless Mittens, also Roshandstulpen. Genau. Und ich finde, gerade weil toll, der ja passt kurze super, Ärmel hat, ja. und dann hast du Ja, von mir aus kann einen man das- Mantel kann man- und dann kann man das so gut tragen, Ja, finde schöne ich. Kombi, ja. Und Super. weißt du, wenn du dann einen grauen oder einen schwarzen Mantel hast und dann so eine Knallerfarbe, ist es natürlich auch cool. Man Ja. kann es auch Ton in Ton machen, also ja. Ja, wir haben ja noch mehrere Farben. Also hier sind alle Farben. Ja. Wir haben so ein paar Kombis hier zusammengestellt. Wir können mal die Zahlen nochmal drüber gehen. Also hier ist die 214 von Manara und die 314. Du kennst dich, glaube ich, eher mit den Namen besser aus. Oder Ja. alle auswendig, Ja. bestimmt Navy oder. Das dürfte ein Navy sein, denke ich, ja. Ich Und frage immer hier, nach Zahlen, weil ich das mit den Namen das nicht merke. und das ist 317 und 217. Das ist so ein, ich finde so ein heller Salbeiton. Ja, so Mint oder so in der Mint, Richtung, ja. ja. Finde ich zusammen auch total schön. Aber ich meine, ja, es gibt ja so viele Farben. Ja, wir haben hier zum Beispiel, ich glaube, das Stein ist das, die 300. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 300. Silber ist glaub das. ich. Stein ist 300 und 200. Genau, die Steine sind dunkelgrau. Das dürfte zählbar sein. Und Hier 208 bei Manara und die 300. Bordeaux. Vielleicht. Da könnt ihr auf der Webseite schauen. Ja, genau. Es gibt aber sehr viele Wollgeschäfte, die unsere Garne haben, und zwar weltweit. Also schaut bitte auf unsere Webseite, da gibt es ein Händlerverzeichnis. Dann gebt ihr eure Postleitzahl ein und dann schaut ihr, Ja. was es so gibt. Und wenn ihr nicht sicher seid, ob die Wollgeschäfte diese Garne haben, einmal kurz anrufen und nachfragen. Und hier, ja, hier kann man schauen. Das sind alle Farben, 31 Farben, Also Wahnsinn. ja, und die passen quasi alle zu denen. Und Merino man muss immer Baby. sagen, die Farbe, weil manchmal habe ich Kunden, die sagen, ja, aber es ist nicht 1:1. 1:1, es wird nie sein. Man sieht immer einen Unterschied, ja. Aber Weil es- gestrickt ist es dann 1:1. Genau, gestrickt Weil, daher sieht als eine Farbe aus. Man kriegt das nicht hin, dass es 1:1 ist. Es ist. Manchmal geht das, aber sehr selten. Es sind verschiedene Fasern, wird anders gefärbt, verschiedene Oberfläche, verschiedene Glanz. Der Glanz klar. verändert auch das Ganze nochmal. Ja. Und klar, und die Merino ebenfalls. Und wenn man das dicker möchte, gibt es auch die Maximo, auch eine 100% Merino-Wolle mit 80 Meter auf 100 Gramm, genau die ganze Farbpalette. Ja, also das sind erstmal die Modelle. Wir werden aber hier etwas länger bleiben. Wir machen dann, ich spreche über ein anderes Projekt. Ja, Sehr gern. Ich freue mich drauf. ja, und ja, sie weiß noch nicht davon. Aber ja, wir haben was zu tun heute noch. Ja, machen wir. Dann, ich würde sagen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, Kerstin, dass du bei uns hier warst. Hat viel Spaß gemacht, auch gestern mit dir und deinem Mann. Dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder am Mittwoch und vergiss nicht auf die Glocke zu klicken, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von uns. Schreibt einen Kommentar, welche Designs die wir heute gezeigt haben von Kerstin euch am meisten gefallen hat. Habt ihr vielleicht einer von den Designs schon gestrickt oder kennt ihr auch die Kombination von Merino Baby und Manara? Und ja, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns, wie gesagt, in 2 Wochen. Danke, Kerstin, nochmal. Vielen Dank, Danke. Paul. Danke euch. Ciao. Ciao.